Was ist jetzt dieser geistige Körper? Ich möchte jetzt einen kleinen Vergleich machen zwischen geistigem und physischem Körper. Während der Zeit des Erdenlebens steht der physische Körper im Vordergrund, weil unsere geistige Entwicklung über den physischen Körper möglich ist. Und das physische Selbst hat eine Wachstums- und Vermehrungsfunktion für das geistige Selbst. Das heißt, mein geistiges Selbst kann in der Auseinandersetzung mit meinem physischen Selbst wachsen. Und es kann sich vermehren, indem neue Kinder gezeigt werden. Woraus besteht jetzt der geistige Körper? Besteht der geistige Körper aus Zellen? Schon einmal Gedanken gemacht? Der geistige Körper besteht nicht aus Zellen. Braucht die Zellen auch dort nicht. Der geistige Körper besteht aus einer geistigen Substanz. Brauchen wir eine ständige Wachstumsteilung von Zellen, die sogenannte Mitose in der geistigen Welt? Die Wachstumsteilung bewirkt, dass wir vom Baby heranwachsen, zum Mann oder zur Frau, und dann altern. Altern wir in der geistigen Welt? Nein. Aus Berichten aus der geistigen Welt wissen wir, dass wir dort in den hohen Bereichen der geistigen Welt in unserem Reifestadium unsere Ewigkeit verbringen, mit 35, 40 Jahren so ähnlich. Und wir bleiben aber immer so. Die Mitose bewirkt, dass der Körper ständig alle 7 Jahre umgebaut wird und er bewirkt trotzdem noch ein Altern. Das haben wir in der geistigen Welt nicht. Können wir uns in der geistigen Welt vermehren? Auch den Meiose-Prozess gibt es in der geistigen Welt nicht. Das heißt, der geistige Körper besteht nicht aus physischen Zellen und hat auch keinerlei Wachstums- und Vermehrungsfunktion, für das geistige Selbst. Haben wir schon mal gehört, dass der geistige Körper eine Wachstumsfunktion hat für das geistige Selbst? Nein. Er kann keinen neuen geistigen Körper hervorbringen, er lebt ewig und ist als vollkommenes Objekt und Ausdruck des geistigen Selbst dort gedacht. Wie gewinnt der geistige Körper an Reife? Der geistige Körper gewinnt an Reife, indem das geistige Gemüt an Reife gewinnt. Wie gewinnt der physische Körper an Reife? Das Wachstum im physischen Körper geht mehr oder weniger automatisch, oder? Das ist im geistigen Selbst dann nicht so. Und der geistige Körper hat nichts von dieser Schwere des physischen Körpers. Er ist fein, frei und beweglich, geschaffen, ideal für ein ewiges Leben in der geistigen Welt.